I love Instagram and I love sharing my stories on Instagram. But at the same time, I do see this trend where people are traveling for the sake of having nice pictures to show off on Instagram. And I feel like people are getting a bit fed up with that, and people are like, the word that's being used a lot is authenticity, which is, I think, being overused. But I really feel like we're going back to our roots again. We're wanting to step away from our mobile phones. When we go on holiday, we want to interact with the environment. We want to experience the place, because if you're looking at your place through a mobile phone all the time, you're not really switching off on your holiday. So I think Kim from Once Hostel mentioned that when people leave their phone during the happy hour, they get extra drinks at the hostel. But they have to leave their phone at the bar. And this way, people talk more and drink more and have more fun. So I think we're going back, and I think in many ways we're rebelling against Instagram and becoming humans again. Gerade dieses Instagram-Thema und Reisen, das hat mich in letzter Zeit ziemlich stark beschäftigt, muss ich sagen. Ich war gerade erst in Island für ein paar Tage und das war so ein Ort, wo ich das extrem stark wahrgenommen habe. Ich selber bin auf Instagram, ich liebe Instagram, ich konsumiere gerne schöne Reisebilder, aber da habe ich Fotos gesehen, wo ich schon vorher dachte, das sieht sehr unrealistisch aus. Und dann war ich an den Orten, beispielsweise es gibt da so ein Flugzeugwrack und da habe ich vorher ein Foto gesehen, das ist unglaublich. Wunderschöne Frau, schwarzes Spitzenkleid, Walle-Kleid, ewig lang. Dazu der Typ im perfekten Anzug, stehen sie an diesem Wrack und posieren und denkst, wow, was ein Bild, was für eine Kulisse. Aber in Wirklichkeit fährt man da mit dem Auto hin, muss eine ganze Stunde zu Fuß über Vulkangestein laufen. Dann kommt man am Wrack an, da stehen dann ungefähr 12 Japaner mit fettester Kameraausrüstung, wollen Langzeitaufnahmen machen, werden total aggressiv, wenn man ihnen ins Bild springt. Es ist verdammt kalt und windig, weil es eine vollkommen flache Ebene ist. Und dann hat halt dieser Ort, ist total gehypt, weil alle sehen dieses Foto und wollen dahin. Er hat mit dem Foto wenig zu tun und er wird auch total überlaufen dadurch, was schade ist, weil man den authentischen Moment nicht mehr hat. Und er wird halt einfach nur noch gefaked dargestellt. Das ist wirklich was, wovon wir uns auch jeweils distanzieren und wo ich sage, okay, schöne Bilder auf Instagram, ja, ich gucke auch, dass ich schöne Fotos habe, aber ich stelle mich nirgendwo im Walle-Kleid hin und tue so, als ob das da vollkommen normal wäre. Ja, und wir sind ja auch beide noch Reiseblogger und da hast du natürlich dann auch eine Verantwortung gegenüber Orten. Wenn du jetzt wirklich denkst, ich bin hier alleine an diesem Ort und das ist wirklich, wirklich schön, dann überlegt man sich schon, schreibt man jetzt darüber oder behält man das doch mal für sich. Also ich habe auch viele Leute getroffen, die haben gesagt, ja, so die Topspots nenne ich, aber manche halte ich dann auch zurück, einfach weil ich nicht will, dass die zu solchen Instagram-Pilgerstätten werden. Also muss man dann überlegen und sich seiner Verantwortung auch bewusst sein. Man muss ja nicht immer sofort zeigen, wo man ist. Es ist auch spannend, dass es irgendwie noch ein Mythos bleibt. Und das ist eben das Spannende, dass Reisen einerseits diesen Mythos und dieses Abenteuer, das jeder sucht beim Reisen, einerseits für sich zu erleben und für sich zu behalten, aber andererseits schöne Bilder und die Geschichte auch wiederum zu teilen, aber vielleicht auf eine andere Art und Weise und nicht alles komplett auszustellen, sondern immer noch einen kleinen Anteil an Mythos und speziellen Effekten für sich selbst zu behalten. Erster Schritt, erstmal die Locations nicht genau teilen. Also damit haben wir ja schon vor, weiß ich nicht, 2-3 Jahren angefangen, dass wir sind ja auch immer noch irgendwo Künstler als Fotografen. Wir wollen ja auch nicht, dass unsere Werke so 1:1 kopiert werden oder die Orte, die wir für so schön empfunden haben, halt direkt zerstört werden. Dementsprechend versuchen wir, ja zwar meistens sagen wir, in welchem Land wir sind oder vielleicht auch in welcher Region wir sind, aber die genaue Location nur wirklich für Interessierte erstmal zugänglich zu machen, dass die Leute auch ein bisschen Aufwand betreiben müssen, um da hinzukommen, weil gerade diese ganze Erleichterung, dass die Orte super easy gefunden werden können und erreichbar sind mit dem Auto oder ja, direkt einen Parkplatz haben, machen das Ganze ja erst so, dass die wirklich überlaufen werden können. Weil man spricht ja auch von Instagrammability. Ja. Wie schön sieht das am Ende auf dem Foto aus? Und das ist ein wichtiger Punkt, der auch tatsächlich umweltschutztechnisch extrem verschieden irgendwie beleuchtet werden muss. Einfach um den Umweltschutz dort auch voranzutreiben, wo halt die ganzen Touristen hingehen. Wo Touristen sind, ist Müll und das muss man, glaube ich, in die Köpfe der Menschen reinbringen, dass jeder seinen Müll mitnimmt, den dort nicht liegen lässt, die Natur sein lässt. Und dass halt auch die Tourismusorganisationen vor Ort das Ganze organisch angehen und das Ganze nicht
ja, nicht die Fluttore öffnen und hier kommt alle rein und noch eine dritte Landebahn für den nächsten Flieger bauen oder sowas, sondern dass es halt irgendwo nachhaltiger Tourismus immer gefördert wird und immer, ja, irgendwo muss dann gewissermaßen auch ein Riegel von der offiziellen Seite so ein bisschen vorgeschoben werden, denke ich schon, weil das sonst nicht für immer gut gehen kann einfach. The topic of places being too touristic or being too Instagrammy is an eternal topic, and I'm really not sure. I'm not a tourist expert to say what needs to be changed, but it's just the way that we need to understand that every place, if it gets really popular, it will lose a bit of its soul. And it's just inevitable, you know. We cannot really do anything about it. You can see it in city centers all around the world, you know. So I'm not sure what there is to do about it. I just believe that we should look for really authentic experiences when we travel and see what we can find. Das Ding ist, dass die Orte, die zurzeit noch authentisch sind, die gibt es ja noch nicht auf Instagram zu sehen. So wie ein authentischer Ort zur Instagram-Kulisse geworden ist, ist er ja leider kein authentischer Ort mehr. Tja, eigentlich können wir das nur verhindern, indem wir, wenn wir einen gefunden haben, ihn eben nicht fotografieren und nicht taggen, sodass wieder tausende Leute dahin rennen. Auf der anderen Seite möchte man tolle Orte ja auch teilen. Also ist das die ganze Zeit so diese Missbalance. Ich glaube, man sollte wieder auf das Kleine gucken, also auf kleine Orte, die vielleicht nicht so krass sind, dass sie jeder sehen muss, aber die man halt für sich entdeckt und auch für sich behält. Da gibt es genug davon. Was halt solche Orte killt oder beziehungsweise solche Orte zu Massentourismusorten macht, ist, glaube ich, einfach, wenn diese random Posts halt gemacht werden, wo irgendjemand vor irgendwas postet. Das Motiv sieht man 100.000 Mal auf Instagram. Was dann vielleicht unser Auftrag ist, in Anführungszeichen, wenn wir an diesem Ort sind, ist zu versuchen, über Instagram einfach ein bisschen eine Message mit rüberzubringen, was einem an diesem Ort besonders gut gefallen hat. Dass man vielleicht auch ein bisschen zeigt, wie man mit der Kultur halt interagiert, vielleicht mit den Locals und so, dass das halt nicht nur als Instagrammable Ort rüberkommt, wo ich geile Fotos schießen kann, sondern auch einfach, dass da immer noch Leute leben, eine Kultur da ist, die Skills zu erfahren einfach. Ich denke, das ist auch unser Auftrag so ein bisschen, auch vor allem mit diesem Remote-Thema, ortsunabhängig arbeiten, dass wir einen Auftrag haben, die Leute da so ein bisschen mit an die Hand zu nehmen und diesen Lebensstil ein bisschen mit rauszutragen. Was bedeutet es, langsam zu reisen und was hat das für Vorteile für dich und für den Ort einfach direkt selber? Dass du nicht alles nur einfach schnell abfrühstückst, Instagram und weiter geht, sondern wirklich in die Kultur eintauchst. Dadurch, dass wir halt vor ortsunabhängig arbeiten, haben wir halt extrem die Möglichkeit, an einem Ort einfach mal anzukommen und da länger zu bleiben. Und das ist für mich die schönste Art zu reisen. Ja, also ich glaube, wirklich vermeiden lässt sich das nicht. Das ist die Globalisierung und sie hat viele Vorteile und viele Nachteile, so wie alles. Ich glaube, wir können versuchen, das mit Respekt und Würde zu tun. Also ja, genau. Instagramisieren oder sowas hat vielleicht nicht unbedingt was mit Respekt und Würde zu tun. Deswegen würde ich das versuchen zu verhindern. Aber dass man dass man Menschen an einem Ort etwas zeigt, was sie dann auch für sich weiterentwickeln und man selber etwas aufnimmt, was man für sich selber weiterentwickelt, was auch zu was Neuem führt. Das ist ja auch die Entwicklung von einer neuen Kultur. Und deswegen würde ich sagen, solange man es mit Würde und mit einer Art von Vernunft tut, ist das auch in einer gewissen Weise okay. Es ist natürlich immer eine Gratwanderung, wenn man Reiseberichte sozusagen professionell macht. Wie viel der Situationen, in denen man sich da jetzt befindet, wo man sich entschließt, quasi das jetzt privat für sich zu genießen. Und in welchen Situationen man jetzt sagt, ich hole die Kamera raus und filme das. Und dadurch verliert man diese wirkliche direkte Auseinandersetzung mit der Situation so ein bisschen, ne? Und hat so eine Metaebene und beobachtet sich selber so ein bisschen von außen. Und, aber in den Situationen, oder vielleicht ist dann sozusagen der Tipp in die Richtung am ehesten, man muss halt gucken, dass man da eine gesunde Balance findet. Also man kann nicht alles dokumentieren, man sollte auch nicht alles dokumentieren, weil das auch alles verfälscht so ein bisschen, sondern man muss immer gucken, dass man sich auch wirklich einen realistischen Eindruck ohne Kamera und ohne Handy und ohne Selfies und sowas macht. Und es macht aber natürlich trotzdem auch Sinn, gewisse Sachen einzufangen, um sich zu erinnern oder die Geschichte auch anderen Leuten besser erzählen zu können. Und ich glaube, das lernt man im Laufe der Zeit. Eine Richtlinie könnte schon auch sein, dass man
Wenn man etwas vielleicht nur postet für die Views und nicht wirklich, weil man die Informationen für wichtig hält, dann ist es vielleicht der falsche Ansatz. Also, so dass man so ein kleines bisschen sich daran orientiert, was würde man machen oder was würde man selber gerne sehen wollen, was würde man selber gerne mitbekommen und was würde man selber von seiner eigenen Heimat gerne geteilt wissen. So, dass man sich, wenn man sich an den Werten orientiert, dann ja, eigentlich so wie immer und überall immer erst noch von sich selber ausgehen.